Ja, liebe Faltrad-Gemeinde, herzlich willkommen hier zu meiner Faltrad-News im Juni nach der Eurobike. Ja, die Eurobike war in Frankfurt am Main und ich habe mir ganz viele News notiert für euch, für Falträder. Ja, also mein Säckerl ist pickepacke voll mit Neuigkeiten zum Thema Faltrad. Eigentlich wollte ich den Gag machen, dass ich durch Frankfurt-Oder radel, ja, weil nach Frankfurt am Main habe ich es nicht geschafft. Nach Frankfurt oder auch nicht, ja. Habe ich nicht geschafft. Und dann dachte ich, ich mache den Gag, ich fahre durch die Frankfurter Allee und merke, die fängt auch erst da vorne an. Ja, es ist hier noch die Karl-Marx-Allee, egal. Also, liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier zu meinen Faltrad-News. Ich habe ein bisschen News für euch zum Charavan-Bike, Ahuga, Velobike. Und vom Velobike habe ich ein kleines Grußwort von der Valerie an euch. Hallo Martin und alle liebe Leute von Martins Bike Community. Also wir sind bei der Eurobike und ich bin mit Giovanni, zeige ich euch gleich nachher. Giovanni ist der Gründer von Zeus und hat ein paar ganz tolle Neuigkeiten jetzt auch zum neuen Zeus Motor. Ja, das war die Valerie von Velobike und sie hat dann noch den Giovanni von Zeus interviewt für mich. Ja, da gibt es ein paar Neuigkeiten für euch zu den Gen 3 Zeus-Antrieb. Und ich habe noch einen Videogruß für euch, und zwar vom Stuart von Ahuga Bike. Ein schönes Hallo von Ahuga von der Eurobike. Wir wollten euch alle begrüßen, besonders Martins Bike, das YouTube-Channel, wo ihr alles über eure Falträder erfahren könnt, und Auftragsrad in Berlin, wo ihr dieses schicke Special Edition, Limited Edition Ahuga Bike kriegen könnt. Das ist unser 10-Jahres-Jubiläumsstück mit der Alfine 8 und ein paar anderen Bestandteilen, die ihr noch nie bei uns gesehen habt. Check it out! Ja, das ist Stuart Jeffka und wir haben ihn, unser Faltrad-Talk, also den ich dann im Herbst bei Auftragsrad dann wieder habe, da haben wir Stuart als Gast und er erzählt uns von seiner Ruanda-Reise. Er hatte dort ein frisiertes Ahuga-Bike dabei und hat da diese, jetzt muss ich mal gucken, wie heißt das, Race Around Rwanda. Ja, diese Radtour hat er mitgemacht und kann von seiner Abenteuerreise dann erzählen. So, und dann würde ich sagen, kommen wir zuerst zum Charavan-Bike. Das ist nämlich das einzige Faltrad, was es nur mit Riemenantrieb gibt. Ja, in der nicht elektrischen Variante, aber auch in der elektrischen. Und ich habe dazu auch schon mal ein Video gedreht. Und zwar zu der elektrischen Variante mit dem Zeus-Antrieb. Und klar, Zeus Generation 3 ist jetzt auch im Charavan-Bike dabei. Ja, das ist, da gibt es eine Variante mit 3-Gang FNEO-Schaltung, aber auch ohne. Aber ja, der Dusan Mandulak, ja, der Vater des Charavan-Bikes, der hat sich was Neues einfallen lassen. Und es gibt jetzt ein neues Charavan E-Bike, und zwar mit Akku im Sattel. Ja, hier seht ihr das, das ist Dusan Mandulak, und da seht ihr einen 170 Wattstunden Akku, den kann man auch rein und rausnehmen, wenn man also den Akku mitnehmen will zum Laden und das Fahrrad ist irgendwo anders, immer praktisch. Und genauso ist das natürlich auch mal so ein Gewichtsding, ja? Weil wenn ihr den Akku rausnehmt, dann habt ihr ein leichteres Bike und das hilft immer, ja, wenn ihr das irgendwo transportieren müsst. Ja? Sei es jetzt in die Bahn tragen, dann kann man den Akku in den Rucksack tun und den Rest so tragen, oder wenn ihr in den Kofferraum das Ganze hebt, wie auch immer, dann hilft das immer sehr, wenn man den Akku abnehmen kann. Das geht halt beim Zeus-Antrieb nicht. Und mit dieser Variante geht das. Ja, dieser Akku, das ist ein deutsches Fabrikat, 170 Wattstunden. Und das Ganze hat auch einen Drehmomentsensor und einen Controller. Ja, das zeige ich euch, und ich blende euch hier und jetzt auch mal die Daten ein. Und ich sage an dieser Stelle, ja, das Ganze hier, ja, stellt euch vor, das wäre wie so eine Faltrad-Zeitung, ja, ist ja auch eine News für euch, mit vollgespickt mit kleinen Details. Und deswegen würde ich mich einfach freuen, wenn ihr Lust habt, das als Kanalmitglied zu unterstützen, ja, als Faltrad-Fan, 99 Cent, oder ich bin nur Faltrad-Enthusiast, dann zahlt man ein bisschen mehr. Und mir hilft das in meinem Kanal, in meiner Faltrad-Idee. Ja, aber Kanalmitglieder, ja, auf die höre ich immer ein bisschen mehr. Ja, das werdet ihr gleich merken. Und ihr habt den Vorteil, hin und wieder gibt es Stories auf YouTube extra für Kanalmitglieder. Also das ist so ein bisschen der Bonus. Wer aber sagt, nee, jetzt immer da so ein Abo abzuschließen, ja, der kann auch einmalig mir eine PayPal-Spende überweisen oder
Superpings. Ja, ich glaube, mein Stundenlohn ist aktuell bei 4,50 Euro, also nicht ganz Mindestlohn, habe ich mal ausgerechnet. Naja. Und an dieser Stelle herzlich willkommen, Ralf, ja, mein neuestes Kanalmitglied, mein 11. So, und das Charavan-Bike, ja, deutsches Fabrikat, habe ich gesagt, 170 Wattstunden, das heißt, man kann im Turbo-Modus, ja, in der stärksten Unterstützung kommt man ungefähr 20 Kilometer mit diesem Akku. Und es gibt noch eine Custom-Einstellung irgendwo dazwischen und das sind dann angeblich 45 Kilometer Reichweite. Ja, das muss ich natürlich mal ausprobieren im Alltag. Aber für viele könnte das interessant sein, ja, einfach weil das dann leichter ist, ja, mit Akku abnehmen. Habt ihr einfach ein leichteres E-Bike. Tretmomentsensor, ja, das mögen auch manche mehr als den Zeus. Der Zeus hat das nicht. Ja, der unterstützt abhängig von der Geschwindigkeit beim Charavan-Bike und auch beim Velobike Gears. Und ich habe hier das Velobike Automatic mit Riemenantrieb und da ist es nochmal anders. Das heißt, ich habe jetzt hier ein bisschen Steigung und dann guckt der auch, aha, Neigungssensor, der ist da drin. Aha, er hat einen steigenden Anstieg und dann ist da drin nochmal wie so eine Art Gangschaltung, glaube ich. Und kann dann noch ein bisschen effizienter bei Bergen unterstützen. So, und dieser neue E-Motor-Akkuantrieb, der E-Motor kommt übrigens von MiWise beim Charavan-Bike. Ja, und das Ganze soll es so ab 2.300 € dann direkt geben. Also erstmal auf der Webseite von Dujan, da könnt ihr das Bike euch kaufen und vielleicht gibt es ja irgendwann mal Händler, das weiß ich jetzt alles nicht. Ihr seht hier auch noch ein paar Bilder mit den Schutzblechen, die gibt's. Und auch einen Frontgepäckträger, den gibt es auch. Und noch einiges anderes Zubehör. Und ihr seht, das Charavan-Bike, ne, hat so ein Scharnier. Da drin ist so eine ganz starke, robuste Konstruktion. Und da drüber, ja, ist so wie so eine Schale. Und die kann man auswechseln und sich sein Charavan-Bike individualisieren. Also das geht auch und gibt es hier bei diesem Bike. So, Bernds Bike. Ja, das hat sich mich der Thomas gewünscht und er hat recht. Also ich finde, es hieß glaube ich Bernds Faltrad früher und ich finde das auch ziemlich kultig. Cooler Name, ja, mein Schwiegerpapa heißt nämlich auch Bernd. Und ich kann euch aber leider sagen, dass ich überhaupt keinen Kontakt zu denen hinbekomme. Ich versuche es per E-Mail, per Instagram geht nicht. Gut, auf der Messe war ich nicht, aber die waren glaube ich auf der Eurobike und ich habe gesehen, die haben da auch irgendwas Neues vorgestellt. Also ja, sie haben halt ein Faltrad mit Zeus-Antrieb im Programm, aber auch ein paar andere. Da gibt es das Gretel, glaube ich, mit Tiefeinstieg und so weiter. Vielleicht schaffe ich es irgendwie demnächst mal, so ein Faltrad zu testen. Oder wenn sie mir wenigstens ein paar News immer zukommen lassen würden, da würde ich mich schon freuen. Also, hello, Bernds Bike, meldet euch einfach. Wenn ihr irgendwas Neues habt, dann kann ich das hier in meine Faltrad-News aufnehmen. Also Thomas, wir gucken mal. Ne? Aber vielleicht melden Sie sich ja und dann geht es vielleicht alles ein bisschen einfacher. Das hilft ja auch schon. So, falls ihr euch wundert, dass der Herr mit dem E-Bike plötzlich immer wieder vor mir ist. Ich fahre immer mal wieder kurz ran und gucke auf meine Notizen. Ja, deswegen wollte er mich immer wieder also nicht wundern. Es ist kein Zeitloch, durch das ich schlüpfe, dass ich immer wieder hinter ihm bin. Nein, nein. So, Velobike. Jetzt kommen wir endlich zu Velobike. Ja, da warten wahrscheinlich viele von euch auch drauf, dass ich da endlich mal was zu erzähle. Und die Valerie hat den Giovanni interviewt von Zeus. Aber bevor wir dahin kommen, gucken wir ein paar Zubehörsachen uns an. Da hat mir Velobike auch noch was zugeschickt. Hier, schaut mal, es gibt einen neuen Frontgepäckträger. Der hat 2 Klickmöglichkeiten. Ihr könnt den also so positionieren, nur dass da ein breites Gepäckstück drauf passt. Oder ihr wollt das so ein bisschen schlanker nach oben machen für so einen kleinen Rucksack. Dann könnt ihr es an dieser Stelle einklicken. Sehr praktisch. Und dann gibt es noch eine andere Halterung. Und da kann man dann größere Körbe vorne drauf packen, die wahrscheinlich auch mehr Last aushalten. Ja, also das sind so die Neuigkeiten. Und dann seht ihr hier noch so einen anderen Knauf vorne. Finde ich gut. Ja, finde ich wirklich gut, weil der hier, ja, der ist ein bisschen klein. Ja, manchmal, es kann passieren, letztes Mal wieder ein bisschen verrostet, hatte ich keinen WD-40 und dann ließ sich das so ein bisschen schwer öffnen. Ja. Und dann würde natürlich ein besserer Knauf auch helfen. Also ich muss links.
So, und jetzt kommen wir zum Zeus Generation 3. Und wer sich fragt, wo radelt der Martin eigentlich lang? Ja, ich radel hier hinten jetzt zum Park Herzberge. Das ist hier hinter diesem Straßenbahndepot. Auch eine ganz schöne Strecke, so Richtung Marzahn, Hellersdorf, Biesdorf. Und das ist hier so meine Runde, ne, wo ich immer die Reichweitentests mache. Ja, nur Rennräder dürfen mich überholen. Und ja, Valerie hat Giovanni interviewt. Okay, so the previous generation model was pretty stable. Und Giovanni erzählt uns hier eben, dass eben neue Akkugenerationen drin sind. Aber auch innen drin wurde einiges erneuert. Deswegen, das ist aber so eine Sache, halte ich hier geheim. Die erzähle ich euch in dem nächsten Video, nämlich der Reichweitentest vom Zeus-Antrieb. Ja. Denn die Tour, die ich hier mache, das ist nämlich heute hier der Reichweitentest. Ich fahre hier gerade den Akku leer. Der war am Anfang der Fahrt komplett voll. Und heute hier bei dieser Tour radel ich den leer. Und meine Eurobike News hier ist so mittendrin. Ich kann euch ja vielleicht auch schon mal was verraten. Kommt, wir gucken mal kurz hier rein. Ich fahre vorsichtig. Hier ist eine Mama mit Kind. So, hier war nämlich auch mal König Charles, ich glaube, der war hier auch mal. Da sind nämlich so Projektsachen, Unisachen. Manchmal gibt es ja auch Schafe. Jetzt ist wieder alles vertrocknet, ne, Leute. Klimawandel, Sommerhitze, man weiß es nicht. Das ist doch sonst auch grüner hier. So, kommt, ich guck mal kurz. Und wir haben jetzt hier 76%. Bin ich jetzt geradelt. 11 Kilometer haben wir schon. Was ist das? Ungefähr 30%. Also ja, die 35 Kilometer könnte ich schaffen. So, immer schön rekuperieren, wenn man bremst. Das hilft, die Reichweite zu strecken. Ansonsten alles gut, 20 km/h radel ich. Und wir gucken mal, wie viel ich durch Rekuperation schon reinbekommen habe. Ja, das sind 2. Na, das ist jetzt noch nicht viel. Na gut, also ja auch noch ein Stückchen. Also, ja, dann Giovanni sagt, ja, der neue Akku hat eben 200 Wattstunden, aber wieso nun auf dem Akku selber 195 Wattstunden steht, das haben wir jetzt auch irgendwie nicht klären können. Auf jeden Fall, das ist ja lustig, ein schöner Parcours. Auf jeden Fall heißt es 195 Wattstunden. Ja, auf meinem Zeus hier, den habe ich vor 3 Wochen bekommen, stehen noch 194 Wattstunden, aber es sind 195 Wattstunden. Und diese 200 Wattstunden, die auch auf der Webseite stehen, ich kann es mir nicht ganz erklären, ich denke durch die Rekuperation, vielleicht haben die das dazu gerechnet. So, die Hofpause raucht hier. Oh, ganz schön viele. Mann, Leute, macht Sport. Okay. Die rauchen nicht, hier muss ich lang. So, ich denke, dadurch, dass man pro Akku-Vollladung, wenn man die leer fährt, hat man so 5 bis 10 Wattstunden, die man gewonnen hat durchs Rekuperieren. Vielleicht hat man deswegen diese 200 Watt angegeben. Ja. Wir gucken am Ende der Fahrt, wie viel das geworden sind. Hier mit diesen neuen Zeus Generation 3. So, und ihr seht hier auch, ist ein bisschen dunkler geworden, dieses Bluetooth-Fenster. Ja, da gehen die Bluetooth-Wellen durch. Und auch so ein bisschen andere Komponenten hat man hier verwendet. Und es gibt eben auch noch eine Neuerung, ja, erzähle ich an dieser Stelle eben nicht. Ja. Da dürft meinen Kanal abonnieren und im nächsten Video erzähle ich, was hier noch sich verändert hat zum Positiven. Ja. So, dann zeigt Giovanni hier noch einen anderen Anschluss, einen anderen Ladeanschluss. Der ist jetzt neu und den kann man auch relativ leicht jetzt auswechseln. Also mal angenommen, der ist irgendwie kaputt gegangen, abgebrochen, dann ist es relativ leicht, den zu wechseln. Das ist schon mal eine sehr gute Nachricht. Und, haha, endlich hat der Range Extender, also ja, es ist der Range Extender, den ihr auf der Webseite seht, diese 200 Wattstunden. Und der ist eben nicht nur für dieses Stamina Pack gedacht, also auch, aber er ist eben auch fürs Velobike. Und ihr seht, wie Giovanni das da einklickt. Da ist eine Halterung und am Akku selber ist eine, ja, auch ein Stecker. Da
wird dann irgendwie gesteckt und das andere kommt natürlich da am Anschluss vom Velobike hinten ran. Das sehen wir hier leider noch nicht. Naja, es gibt jetzt auch noch keinen Termin, ab wann das kommt, aber egal, freut euch auf jeden Fall drauf. Wir warten einfach geduldig. Ja. Ich weiß keine Zeit, vermute vielleicht noch ein Jahr und dann kann man das auch kaufen oder bietet Velobike das auch an, dass man da eine Steckverbindung bastelt und dann diesen Range Extender ranhaut. Mit 200 Wattstunden, das ist schon cool. Das heißt, das Reichweitenproblem vom Zeus-Motor ist damit cool, oder? Also das waren doch schon ganz gute Nachrichten. Jetzt vielleicht vermissen ein paar Brompton. Ja, bei Brompton habe ich jetzt irgendwie auch keinen Kontakt hinbekommen, aber ich kann nicht sagen. Ja. Es wird ja den Faltrad-Talk geben im Herbst bei Auftragsrad. Und ich habe mit denen schon gesprochen und ja, die werden mir eins geben zum Testen. Ich denke, das drehe ich dann im September. Wer also auch immer gespannt ist auf ein schönes Video von mir mit dem Brompton Electric G-Line, ja, dann im Herbst. Also Kanal abonnieren oder unterstützt mich bei Faltrad-Abo. Also wenn ihr diese Faltrad-Idee toll findet, ja, ihr wisst, kostenlos in Bus und Bahn. Und es werden immer mehr Fans. Ja. Ich sehe, es sind immer noch viele Fahrräder, die in der Berliner S-Bahn die Waggons verstopfen. Es könnten noch alles Falträder sein, dann könnten viel mehr Leute, viel mehr Fahrräder reinpassen. Ja, ich glaube, das ist noch ein langer Weg. So, und ich bin natürlich dran, ne, apropos Bus und Bahn. Also ich recherchiere immer parallel zu den ganz verschiedenen öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja, ist ja nicht nur die Deutsche Bahn, es ist, der öffentliche Nahverkehr ist groß in Deutschland. Und ich recherchiere alle mal durch, was da so für Regeln gelten. Ja. Es ist nämlich nicht so einfach, einfach nur das Faltrad mitnehmen, das wäre ja toll. Aber so ist es halt eben leider nicht. Aber ich recherchiere das für euch und ihr dürft irgendwann gespannt sein. Also abonniert fleißig meinen Kanal. Ja, liebe Zuschauer, in diesem Sinne, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke fürs Abonnieren, danke für eure Treue. Und ja, wir sehen uns dann zum nächsten Video. Das wird wahrscheinlich der Reichweitentest hier sein. Und da gibt es noch meine Radtour in Bath oder durch Bath, das ist England. Ah, so ein schönes Örtchen. Ich weiß nicht, ob euch das gefallen wird, ob ihr Bock drauf habt auf so Fahrradtouren. Mir hat diese Fahrradtour richtig Spaß gemacht. Wir gucken. So, macht euch einen schönen Sommertag mit eurem Fahrrad. Seid lieb zu eurem Drahtesel und bis zum nächsten Video. Tschüss. Hey Giovanni, hey. So you're going to show us the new range extender, right? So that's exciting. Yes. I know a lot of people from Velo are waiting for it. So maybe we can see what you have. Yes, so we created a range extender of 200 watt-hour. This is compatible with all the Zeus systems, and it acts as a charger to the main button. It's compact, it weighs just 1.3 kilos, and it has a button that signals the state of charge of the range extender, and it has a connector to connect it to the system you want to connect. In case of the all-in-one, the cable is routing from this connector to the axle. The axle has a new special connector with the new generation, which has like a double function, data and power. So this is actually compatible with this bottle. This bottle is also feedlock ready, so you can mount it with the feedlock. The feedlock is going to be integrated in the frame. It's like a magnetic one. It's a system that is well known for its handiness. So plug in, plug out, that's it. It's very simple. You can also fit other bottles there, so you don't need to replace the fixture. So it's very convenient for a customer. The next question is what did you change in the generation? The newest generation model, Zeus model, compared to the previous one? Okay, so the previous generation model was pretty stable, but in the new generation model we did
adjustment to the mechanic stuff, so the motor is more quiet, and also the electronics is new and the controller is new, so also the motor control makes it more quiet, and the range is also benefit a little bit from that because of the efficiency. Plus, we now produce the battery in Izmir in our own facility, and the quality control of this battery is very tight. It's now 200 watt-hours instead of 170 watt-hours, and it's going to be the battery for the future of the all-in-one. This is the battery we are pointing the future of the all-in-one on. It's very high quality, and our controls are very strict, so the reliability of this battery will be better than with respect to the previous battery. So the new charging connector here is replaceable. If you have a fault because the bike fell down or because you forgot the bike was in charge, we're gonna send you this small piece, and it's you're gonna take out the old one and plug in the new one like as it is, and it's very simple. So the serviceability of this part is going to be very easy with this generation. Okay, you can tell me about this side as well. Yes. So this new plastic ring is needed again for the Bluetooth signal to come out, but is now co-molded with the technology that we have in-house. So we actually co-mold this in-house with a special material which allows us to give a reliable plastic that is not going bad under the sunlight and is not going bad under like harsh conditions. So this one is also passing higher standard in terms of the ingress protection with respect to the IP54 or 55. So this part is now fully industrialized and is produced again in our factory in Turkey.